Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie ihr euren Nest-Brandmelder in der App hinzufügen könnt. Zunächst öffnen wir die Verpackung. Hier ist die Befestigung drin, das hatten wir zuletzt schon angesprochen. Dann nehmen wir das Gerät heraus. Ziehen hier an dieser Lasche. Und wenn die Lasche rausgezogen wird, ist er aktiv bzw. wird die Batterie freigegeben. Den Ton hören wir schon mal. Jetzt Hallo von Nest. Bonjour de Nest. Drücke jetzt den Knopf, um auf Deutsch fortzufahren. Bereit. Drücke für einen Test. Das werden wir jetzt nicht tun, weil wir jetzt das einrichten. Um es hinzuzufügen, müssen wir einmal das Gerät auf die Rückseite drehen. Dort haben wir den QR-Code. Der wird jetzt gleich mit dem iPhone eingescannt. Das heißt, wir würden jetzt einmal kurz das iPhone entsperren, öffnen die Nest-App. Dann haben wir hier schon zwei andere Geräte, würden jetzt auf Einstellungen gehen, würden auf Produkt hinzufügen gehen. Hier sehen wir wieder die Anfrage QR-Code und jetzt halten wir einmal das auf den QR-Code drauf. Er fügt das hinzu. WLAN-Daten und ähnliches übernimmt er direkt und wir können jetzt auch direkt angeben, wo es landen soll. In meinem Fall würde ich jetzt erstmal einfach Büro auswählen, kann nachträglich geändert werden. Ist kein Problem. Nun verbindet sich ein anderer AP mit dem AP wollte ich gerade sagen. Nun sucht einer der Brandmelder, die schon vorhanden sind, den anderen Brandmelder und gibt dem neuen Brandmelder die Information wie WLAN. Kann ich euch einmal auch kurz zeigen? Einen Moment. Kann man da sehen. Der an der Decke, der bekommt aktuell Infos, beziehungsweise der überträgt Infos an den neuen. So, jetzt kann man es hier sehen. Entferne Papierstreifen, ist entfernt. Weiter. Verbunden. Perfekt, jetzt ist er verbunden. Das fügt dann noch hinzu. Und wir wären fertig. Jetzt könnten wir noch neue Geräte hinzufügen, aber in dem Fall war es das. Einmal auf Weiter. Dann können wir noch verschiedene Funktionen machen, zum Beispiel Nachtlicht. Das möchten wir nicht. Als Beispiel hat er eine Art Bewegungsmelder drin. Das heißt, wenn man zum Beispiel Richtung Toilette geht oder ähnliches, würde dann kurzfristig das Licht immer angehen. Das möchte ich aber in dem Fall nicht aktiv haben, weil es reicht schon, wenn man nur leicht die Tür öffnet oder schließt, dann geht das Licht an. Dann den Soundcheck können wir einmal machen. Und genau, jetzt würde nochmal die Anleitung kommen, wie man das Gerät an der Decke befestigt. Das ist in dem Fall irrelevant, weil 3 Schrauben in die Decke spaxen und dranhängen und das war's. Genau. So, dann wären wir einmal fertig und dann hätten wir die 3 Geräte. So, das wäre es schon gewesen. Bei Fragen unten in den Kommentaren und für einen Daumen hoch würde ich mir auch freuen. Dankeschön.